Meine Damen und Herren, demografischer Wendepunkt, ein etwas großes Wort. Wir haben bereits das in Anführungs- und Schlusszeichen Fehlen der Jungen in der Bevölkerungsstatistik thematisiert. Heute eine Grafik zu dem Thema, die auch wieder ein bisschen erschreckt. Eine Grafik von 1950 bis 2050, eine relativ einfache Prognose, die wir hier machen, weil alles so lange in der Pipeline ist. Die Anzahl 65-Jähriger und Älterer in der Weltbevölkerung und die unter 5-Jährigen in der Weltbevölkerung. Also wenn Sie so wollen, der untere Teil der Alterspyramide und der obere Teil der Alterspyramide. Und es ist ein Faktum, dass wir hier und heute in diesem Wende- oder Schnittpunkt sind, in welchem wir das erste Mal seit Menschengedenken mehr Alte haben als Junge. Und meine Damen und Herren, wer soll denn die Alten bezahlen, wenn nicht die Jungen? Aber was ist, wenn die Jungen fehlen? Das ist eigentlich dieses große Fragezeichen, das hinter dieser interessanten Grafik steckt. Ich möchte das zusammenfassen. Wendepunkt ist ein großes Wort, das stimmt, aber vor 50 Jahren hatten wir einen 3-mal größeren Anteil Kleinkinder wie Alter in der Bevölkerungspyramide der Welt. Hier und heute sind wir etwa bei 1:1. Und wenn wir das nun systematisch in die Zukunft projizieren, dann werden wir in 2050 einen doppelt so hohen Anteil Alter haben wie Kleinkinder. Meine Damen und Herren, das kann nicht ohne Auswirkungen auf die politische und sozialpolitische Situation bleiben. Wir werden alle von dem tangiert werden und wer sorgt für uns? Meine Damen und Herren, sorgen Sie selber vor. Wenn Sie nicht selber für sich sorgen, wer um Gottes Willen soll dann für Sie sorgen?